Jack, ein einsamer Straßenhund mit einem Herzen aus Gold, zitterte vor Kälte, aber seine Augen glänzten ungewöhnlich hell. Er trug etwas in seinem Maul, fest umschlungen in einer zerfetzten Decke. Es war nicht die übliche Spielzeugmaus oder der abgenutzte Schnürsenkel, die er sonst manchmal fand. Dies war anders. Sein Magen knurrte, doch sein Instinkt war stärker. Er schlich sich vorsichtig, seine kleinen Pfoten verhallten leise auf dem feuchten Pflaster, bis er vor einem dunklen Hauseingang anhielt. Die Decke schwebte leicht im Wind, als er sie fallen ließ. Darunter lag ein winziges, hilfloses Wesen, eingehüllt in dünnen Stoff. Ein kleines Baby, ein unvorstellbares Bild des Todes blitzte durch Jacks Kopf. Das Baby atmete schwach, seine Lippen waren bläulich. Angst durchzuckte ihn. Nicht nur die Kälte, sondern die Gefahr um das kleine Leben war greifbar. Jack, der sonst nur ums Überleben kämpfte, wusste instinktiv, dass er helfen musste. Mit einem letzten, entschlossenen Blick bissen seine Zähne ein paar Mal in die Decke, als würde er sich selbst einen klaren Kopf schaffen. Er wusste, dass er zu den Menschen gehen musste. Die Menschen, die vielleicht die kleinen Lungen des Babys retten könnten. Langsam, aber mit einer unerbittlichen Entschlossenheit, die in seinen großen braunen Augen stand, begann er, immer wieder, die Decke in Richtung der nahegelegenen Straße zu bewegen, in einer Bewegung wie ein verzweifelter Wecker. In der Ferne hörte er das Rauschen von Stimmen, das sanfte Geräusch von Rollstühlen. Jack bellte, ein leiser, dringender Ruf, der die Aufmerksamkeit der vorbeigehenden Menschen auf sich zog. Ein paar Männer blieben stehen, erstaunt, als sie den einsamen Hund sahen, der ein schweres Bündel in seinen Zähnen hatte. Ein Mann, ein kräftiger Krankenpfleger, beugte sich herunter. Jack gab den Männern den Befehl, den Blick des Babys zu betrachten, ein Ausdruck der verzweifelten Hoffnung. »Was ist das?« fragte der Krankenpfleger, die Stimme rau. Jack bellte wieder, dann führte er die Männer, indem er seine Nase in die Richtung zeigte. Die Männer sahen hin. Die Dunkelheit des Eingangs versteckte den Rest des kleinen Wesens. Die Männer öffneten die Türe, und Jack zog die Männer hinein, um das Kleine zu betrachten, und die Männer fanden das Baby. In einem Augenblick der Angst und des Schrecks waren die Männer über den Zustand des Babys beunruhigt. Das Herz des Krankenpflegers war mit Mitleid erfüllt. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Er suchte und suchte, bis sie Nurse Angelina fanden. Sie stand am Eingang, ein Bild von ruhiger Ernsthaftigkeit. Nurse Angelina, mit ihren erfahrenen Augen, erkannte sofort die Notlage des Babys. Ihre Hände zitterten leicht, als sie den kleinen Körper untersuchte. Sie erkannte, dass jede Sekunde wertvoll war. »Wir müssen einen Arzt holen«, rief sie, und ihr Befehl war schnell und unverwechselbar. Sie sah Jack, der voller Respekt und Hoffnung auf sie blickte, und ihr Herz wurde warm. Das Baby wurde sofort behandelt. Die Minuten vergingen wie Stunden in der Spannung und Angst. Die Ärzte wirkten, während die Not über das Kleine stand. Schließlich atmete es tief durch. Ein Seufzer der Erleichterung durchbrach die Stille. Das Baby lebte. Nurse Angelina blickte Jack an, der seine Augen immer noch auf sie richtete. In ihren Augen las sie die Dankbarkeit und die Liebe. »Du bist ein Held, Jack«, sagte sie leise. Von diesem Tag an wurde Jack mehr als nur ein Straßenhund. Er wurde ein Teil der Familie. Nurse Angelina nahm ihn in ihr Zuhause auf. Jack, der zuvor nur Hunger und Kälte gekannt hatte, fand Wärme, Zuneigung und ein neues Leben. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.